Ich grüße euch. Heute geht es nochmal um die Kleistertechnik, und zwar um die Dekalkomanie. Bevor wir anfangen, grundieren wir unser Papier, ein Aquarellpapier, zunächst mit Acrylbinder oder Acrylmedium. Der Binder macht das Papier wasserabweisender. Das ist für unsere Dekalkomanie-Technik wichtig. Nach dem Einstreichen gründlich trocknen, dann das Ganze nochmal wiederholen. Für unsere Technik brauchen wir glatte Plastikfolie, und zwar sollte sie wirklich stabil sein und nicht knautschfähig, so wie hier ein Stück Plastik aus einem alten Bilderrahmen. Dann hier eine Folie, die ist jetzt etwas dünner, das ist eine Dokumentenfolie, die habe ich auch schon ein paar Mal verwandt. Sehr glatt und glänzend, das ist wichtig. Und hiermit werden wir es schließlich machen, weil sie vom Format zu meinem Papier passt. Das ist eine Renalon-Platte, auch eine Kunststoffplatte, die habe ich sonst zum Drucken benutzt. Und natürlich ganz wichtig, unser Kleister, diesmal etwas dicker angerührt. Mal sehen, wie das funktioniert. Kommen wir zu den Farben. Diesmal ein Blau, ein Indigoblau und ein Königsblau. Dazu ein ordentlicher Klecks Kleister. So. Der Kleister macht die Farbe transparent, verhindert, dass sie zu schnell trocknet und gibt ihr eine bestimmte Konsistenz, die für diese Technik wichtig ist. Nach dem Auftragen kommt die Renalon-Platte zum Einsatz. Einfach drauflegen und dann muss ich mich leider etwas nach vorne beugen, deswegen seht ihr nur meinen Hinterkopf, um die Platte etwas anzudrücken und vielleicht auch ein bisschen zu verschieben. Am besten zieht ihr die Platte ab, indem ihr sie oben abhebt und dann einfach wegnehmt. Diese Strukturen waren mir noch nicht so prägnant, deswegen trage ich einfach nochmal neue Farbe auf und probiere es noch einmal. Besser, aber für mich immer noch nicht perfekt. Hier seht ihr schon einmal die Strukturen in etwas näherer Darstellung. Fantastisch, oder? Ja, auf meiner Renalon-Platte ist noch feuchter Abdruck vorhanden und den kann ich jetzt einfach noch verwenden, indem ich ihn auf einem Blatt Papier abdrucke.
Das kann ich später noch weiter ausarbeiten oder als Collagepapier verwenden. So verschenke ich keine Farbe. Ja, tatsächlich habe ich aber dann noch einen Abdruck gemacht und das ist jetzt mein Wunschergebnis. Das lasse ich erst einmal gründlich trocknen. Das könnt ihr an der Luft trocknen lassen, am besten einen Tag lang. Wer es sehr eilig hat, kann mit dem Föhn nachhelfen, aber wirklich sehr geduldig sein. Der Kleister trocknet sehr, sehr langsam. Nach dem kompletten Trocknen überziehe ich das Ganze ganz vorsichtig mit einem weichen Pinsel mit Acrylbinder oder Acrylmedium. Anschließend muss das alles nochmals gründlich trocknen. So, trocken ist es. Jetzt komme ich mit weißer Farbe und male in Negativtechnik all das weg, was ich nicht mehr brauche. Das verschwindet hinter dem Weiß. Das Ganze beschleunigen wir jetzt mal. Wie ihr seht, ist die erste Schicht nicht ganz deckend, also muss noch eine zweite darüber gelegt werden. Erst dann beginne ich mit der Ausarbeitung der blauen Formen. Dazu benutze ich das dunkle Indigo, was noch ein bisschen mit dem Kleister vermengt ist, sodass es auch etwas transparent ist und sehr dünn, und ich beginne Schatten anzulegen. Zunächst dünn und zaghaft, später werde ich an einigen Stellen dann richtig dunkel. Durch die Schatten bekommt die Form Dreidimensionalität. Innerhalb der Form erzeuge ich Unterformen durch die Schatten. Ich folge dabei diesen Linien, die durch das Drucken entstanden sind.
Eine Art Horizontlinie gibt mir eine Orientierung für weitere Formen, die ich dazu füge. Hier mische ich etwas Sienna mit Kleister und Indigo, um dieses warme Braun zu erzeugen. In die feuchte Kleisterfarbe drücke ich nun Zeitungspapier. Auch hier kann ich nach einem erneuten Auftrag einfach nochmal neu drucken. Die Konturlinie ist mir zu gerade. Das kann ich mit weißer Farbe schnell korrigieren. Auch hier brauche ich nach dem Trocknen einen zweiten Farbauftrag, damit alles deckt. Die Schatten verstärke ich noch in den faltenförmigen Strukturen unten. Auch mit verdünnter weißer Farbe kann ich noch Korrekturen und zusätzliche Strukturen einfügen. Hier also noch eine kleine durchsichtige Perle. Ich trage verschiedene Lasuren auf, sehr dünn, und trockne zwischendurch immer wieder mit dem Föhn. Jetzt soll es gleich an den Hintergrund gehen. Doch bevor ich damit beginne, sichere ich mir das, was ich jetzt schon gemalt habe, mit einer zusätzlichen Schicht Acrylbinder, der danach wieder gründlich getrocknet werden muss. Für den Hintergrund mische ich mir eine gelbe Lasur. Etwas gelb, dazu der Binder, der noch auf der Palette ist. Das wäre eine gelbe Lasur. Ich gebe aber etwas Weiß noch hinzu.
um es etwas deckender zu machen, und eine ganz kleine Menge von dem Sienna. Mit dieser Mischung beginne ich am unteren Rand. Je weiter ich nach oben komme, füge ich der Mischung mehr Weiß und auch etwas Binder hinzu, damit sie blasser wird. Hier möchte ich eine weitere durchsichtige Perle malen. Das könnt ihr gleich mal aus der Nähe sehen. Das Weiß, was ich hier auftrage, ist mit viel Binder verdünnt. Die erste Schicht, die muss jetzt eigentlich erstmal trocknen, bevor was Neues draufkommt. Auf die trockenen hellen Partien der blauen Form gebe ich jetzt noch etwas von der Lasur, von der gelben, damit der Baum das Licht der Umgebung auch einfängt und sich gut einpasst.
Im oberen Bereich war es mir noch etwas zu hell. Ich gebe eine ganz dünne indigofarbene Lasur in den Himmelbereich. So, das ist jetzt mein Bild für euch. Wenn man nah herangeht, findet man noch einige andere Figuren, die man hätte ausarbeiten können. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Schaut mal, was ihr dabei entdeckt. Und ihr seht auch, wie unterschiedlich diese Dekalkomanie-Spuren sind. Ist eine tolle Technik, auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Mal sehen, ob es dann nochmal um die Kleistertechnik geht. Bis dahin, tschüss!